5 wichtige Punkte, die mir aufgefallen sind bei dem letzten Video, das ich gemacht habe, beziehungsweise bei der Suzanne-Tutorial-Reihe. Und darauf möchte ich heute eingehen. Ihr seht, es ist bei mir ein bisschen anders. Der Hintergrund ist anders. Ich habe hier ein bisschen umgestellt. Ich bin in einen anderen Raum gezogen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es passt alles einigermaßen. Ich muss noch ganz viel machen, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Kommen wir jetzt zu der Auflösung der 5 Punkte. So, und wir sind jetzt hier wieder auf unserer Arbeitsfläche. Ihr seht, hier hat sich auch wieder ein bisschen was verändert. Ich habe ein paar neue Ideen ausprobiert. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr davon haltet. Genau, und zwar das erste, worauf ich eingehen möchte, ist das Fundamentalste, das ich überhaupt nicht angesprochen habe. Und das ist Speichern. Total behämmert, aber ja. Okay, also, es ist ganz einfach. Steuerung S ist speichern. Bevor ihr es aber speichert, müsst ihr dem Ganzen halt einen Namen geben. Also gehen wir hier auf Save As. Ja, so, ich habe dem einen Namen gegeben. Ihr gebt dem einen Namen und dann ist alles gut. So, was man hier noch machen kann. Jetzt seht ihr hier Open Recent. Das sind so die letzten Dateien, die ihr hattet. Und Recover. Falls euer Rechner abschmiert. Ja, dann habt ihr noch die Möglichkeit, die letzte Session aufzurufen. Das ist das letzte Projekt, an dem ihr gearbeitet habt. Oder ihr geht auf Autosave und dann seht ihr hier, ja, ihr seht jetzt andere Projekte von mir auch noch, aber ihr seht hier Autosave, weil Blender alle paar Minuten Autosave macht. Das kann man einstellen. Und zwar, wenn wir hier auf Edit gehen, Preferences, dann gehen wir auf System, nein, Save and Load, hier. Und ihr seht hier, Autosave ist eingestellt und mein Timer ist auf 2 Minuten. Und das heißt, alle 2 Minuten speichert er mein Projekt. Und da bin ich relativ safe, falls mir das Ding mal abschmiert, dass ich da nicht komplett von vorne anfangen muss, sondern ich kann einfach dort fortsetzen, oder relativ nah an dem Punkt wieder ansetzen, an dem das System beschlossen hat aufzugeben. So, das dazu. Ich sehe hier unten meine Zeitleiste. Achso, ja, deswegen. Okay. Bleiben wir mal da. Weil ich will ja in dieser Ansicht was machen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, Punkt Nummer 2, Preset. Ihr könnt euch ein Preset speichern. So wie ihr seht, dass ich jetzt hier alle Einstellungen gemacht habe. Ich mache mal ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt sage File, New, General, ja, Save, wir wollen ja da wieder zurückkommen. So, dann kommt das. Ihr seht, es kommt der Würfel, aber ich habe hier schon diese Aufteilung. Das ist ja bei euch, wenn ihr das macht, nicht so. So, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch. Also, wir gehen mal wieder zurück zu Susi, oder? Nein, ich lasse das hier. Also, ich lasse das mal, damit meine Einstellungen nicht durcheinander kommen. Ihr könnt das bei euch so lassen, wie es ist. Ihr braucht hier oben kein Fenster für euer Gesicht. Was ich gerne mache und was ich gerne habe, ist zum Beispiel, dass ich hier immer Cycles drin habe. Also zum Rendern nehme ich immer Cycles. Ich ändere das manuell. Was ich nicht haben möchte, ist hier, dass da CPU steht. Das ist ja völlig falsch. Ich will ja GPU. Sonst dauert das 100 Jahre, bis das gerendert ist. Was ich noch möchte, ist meine Auflösung. Ja, okay, die kann ich jetzt mal lassen, so wie sie ist. Normalerweise ist es andersrum, weil es ist no, Querformat. Achso, ich habe keine Kamera. Ich wollte gerade testen. Aber egal. Was ich noch gerne machen möchte, ist, dass ich meine Render-Einstellungen, das wir ja ausführlich besprochen haben in aller Breite im letzten Video, falls ihr das nicht gesehen habt, Link ist, ich glaube, irgendwo dort. Ich weiß nicht, wo YouTube das immer hinmacht, aber ungefähr dort. Was ich machen möchte, ist, dass ich beim Rendern meine Render-Einstellungen hier unten, dass sie nicht immer auf Default sind.
Ja, sondern wir haben ja festgestellt, das hier reicht, da kann man immer noch damit rumspielen, aber so einfach mal als Start, dass das so ist. Wenn das jetzt bei euch so nicht ist, stellt das um, wenn ihr wollt. So, jetzt haben wir das eingestellt, das eingestellt. Was haben wir noch? Will ich noch irgendwas anders haben? Nö, im Prinzip, ne, dass hier Frame auf 1 ist klar. Und nicht irgendwo mittendrin anfängt. Was will ich noch? Das hier ist eh Standard, glaube ich. Nö, ist in Ordnung. Ich lasse das so. Und wenn ich das so habe, dann gehe ich mal hier auf File und sage Defaults und Save Startup File. Ja, so. Jetzt fragt er, willst du das wirklich machen? Ja, will ich. So. Und wenn ihr jetzt ein Projekt öffnet, also was immer ihr neu startet, dann jeder neue Startbildschirm wird so aussehen. Mit diesen Einstellungen, das müsst ihr dann nicht nochmal neu machen. Kann helfen. So, File, jetzt habe ich euch ja gezeigt, Recover, Autosave. Wir gehen auf SUSI und sind wieder da, hoppla. Wir sind etwas weiter. Ach, ich habe hier noch ein bisschen rumgespielt. Also gut, Autosave ging zu weit nach hinten. Sagen wir mal Last Session, auch nicht. Das ist übrigens ein kleiner Sneak Peek auf das, was vielleicht beim nächsten Mal kommt. Aber das nur am Rande. Gehen wir jetzt mal wieder woanders hin. Das wollte ich euch gar nicht zeigen. Nein, ich sage einfach Load, Open, Open. Hier, Open Recent, die letzten paar, ne? Dieses. So, da wollte ich. So, hier Auswahl. Ich habe ja um das Ohr hier, ich gehe mal in diese Ansicht. Ich habe ja hier, als ich dieses Ohr auswählen wollte, um es freizustellen, weil ich gesagt habe, das bleibt Haut und nicht Haare, da habe ich ein unglaublich komplexes System an Auswahlverfahren angewendet. Weil ich gedacht habe, so meine Fresse hinterher, habe ich gedacht, Alter, bist du eigentlich bescheuert? Was machst du denn da für einen Quatsch? Eine sehr einfache Variante, das zu tun ist, wir gehen hier auf X-Ray und dann seht ihr, wir können schon durchgucken. Und jetzt habe ich hier, weil ich ein Drahtgittermodell bin, jetzt habe ich hier die hier. Ich kann aber auch die Faces nehmen. So, jetzt gehe ich mal hier hin, wähle hier einfach alles an und habe das komplette Ding. Jetzt gehen wir aus dem Dings wieder raus. Ja, ich schalte mal bei Suzanne die Haare auch mal aus. Wo sind die Haare? Ja, hier. So. Und im Modifier schalte ich das auch mal aus. So. So, und jetzt habe ich ja, jetzt habe ich das Ohr komplett angewendet, ja, vorne und hinten. Jetzt sagen wir mal, okay, das Ding hier ist so rund, ich habe nicht alles erwischt, das ist ja kein Problem. Dann kann ich ja hier auf Select Lasso gehen. Mache den ganzen Spaß hier nochmal und kann jetzt sehr gezielt diese Sachen nehmen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel. Jetzt kann ich Feintuning machen. Ich schalte das aus. Mit Shift anklicken, weg. So. Und jetzt kann ich sagen, hier diese Reihe will ich auch noch. Also haben wir gesagt mit Alt. Ups. Okay. Shift, Alt, das. Okay, wir haben hier keinen sauberen. Wieder zurück. So. Und jetzt kann ich ja immer noch, wenn ich auf Select Box gehe, jetzt kann ich sagen, Shift, so das, nicht Select Box, sondern Select Circle, so mit Shift gedrückt, kann ich jetzt die restlichen paar, die ich noch mit reinnehmen will, die kann ich mir jetzt alle so schön einzeln auswählen. Hab überhaupt keinen Stress. Ja, habt überhaupt keinen Stress. Kann die auch einzeln anmelden. So. Ja. Ich glaube, das hatten wir nicht drin. So, ist dann immer noch ein bisschen rumgeklickt. Da seid ihr. Ist ja immer noch ein bisschen rumgeklicke. Eine andere Möglichkeit, die man machen kann, ist, so, sagen wir mal Shift A, ich hole mir rein eine UV-Sphere. Ja.
X, schieben wir die mal zur Seite. So, gehen wir mal da rein. Jetzt kann ich hier hingehen und einfach mal den Bereich auswählen. Ja? Ich ziehe einfach meinen Auswahlrahmen über diesen Mittelpunkt. Damit habe ich alle Tortenstückchen mitgenommen. So, und ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte ganz genau die Hälfte haben. Die andere Hälfte schmeiße ich weg, weil ich will einfach nur so eine Schale. Ja, so, also. Und jetzt kann ich Steuerung Plus machen. Seht ihr, was ich meine? So. Jetzt kann ich das xen und sage die Solve Faces und habe eine Schale. Also das meine ich, wenn ihr ein symmetrisches Objekt habt, dann ist diese Auswahlmöglichkeit auch sehr geil, weil ihr müsst da nicht rumfummeln, ihr könnt es einfach über ein paar Tasten machen. So viel zur Auswahl. Ich quatsche schon wieder viel zu viel. Nein, weißt du was? So. Was habe ich denn noch? Ach so, ja, die Kamera. Ich bin in der Kamera. Hier. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich bin jetzt hier auf 1. Ich möchte Susi genau von vorne. Ja, ich will das nicht so und auch nicht so und ich will mich da auch nicht irgendwie hin und her pfuschen müssen, weil es ist schwierig jetzt die Dings genau so zu treffen. Ja, also gehe ich auf 1. Orthografisch 1 und sage Steuerung Alt 0. Und dann platziert er mir die Kamera am ehesten an diesen Punkt. Ja? Muss jetzt immer noch ein bisschen rumfummeln. Ich weiß nicht, warum er das nicht genauso macht, wie ich das will, aber er macht es halt nicht. Aber View Kamera, hoppla. Und jetzt halt mit Shift kann ich mir das in die Mitte ziehen. Aber er hat mir halt die Kamera jetzt genau auf die orthografische 0 gesetzt. Ja, das heißt, sie ist jetzt nicht verschoben in die Richtung oder die Richtung, sondern sie guckt ganz genau gerade drauf. Jetzt muss ich halt einfach nur noch ein bisschen hin und her sliden. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn ich mit Steuerung das mache. Achso, ne, Shift-Steuerung ist Zoomen übrigens. Das heißt, wenn ihr nicht übers Mausrad zoomen wollt, dann drückt ihr Shift-Steuerung und dann könnt ihr sehr fein rein und rauszoomen. Genau die Position treffen, die ihr haben wollt. So. Was habe ich noch? Ich habe hier eine Liste. Achso, ja. Cycles Transparenz. Gehen wir in den Shading-Modus. Ziehen wir das mal runter hier. So. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass in meinem kleinen Werbefilmchen, in dem Ankündigungsvideo, dass dort die Augen viel mehr leuchten. Und ich habe dieses Video in Cycles gemacht. Also nochmal zum Vergleich. Ja, das hier ist Cycles, die Augen sind ganz schön dunkel. Das ist Eevee, die Augen sind viel heller. Also warum habe ich es geschafft, die Augen in Cycles heller zu machen? Der Punkt ist, ich habe gepusht. Zwar bin ich einfach hergegangen. Habe ich die Datei noch? Einen Moment, ich gucke mal, ob ich die Datei habe, dann kann ich es euch besser zeigen. So, das machen wir jetzt hier auch bald wieder weg. Oder ziehe ich mich jetzt einfach mal da rein? Ich ziehe mich mal da rein. So. Ich hatte keine Lust, das jetzt auch wieder zu ändern. Also. Ihr seht, die Augen, ich bin im Cycles und die Augen sind hier richtig schön hell. Das ist aus dem einfachen Grund. So, ich musste mir hier kurz zu sein, ich musste das Auge anwählen, weil ich das so einfach nicht anklicken kann, aus Gründen, wie ich euch noch erkläre an anderer Stelle. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier, meine Augenfarbe ist blau, ne? Hier mein Material blau. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe hier Emission. Ja, ich kann das jetzt hier kurz mal ein bisschen verändern, dann seht ihr, ich kann die Augen zum Leuchten bringen. Über Emission kann man die Augen zum Leuchten bringen. So, das ist Standard. Wenn ich es auf 0 tue, dann ist es das, was Cycles macht. Und bei dieser Beleuchtung, die ich jetzt hier habe, würde das komplett untergehen und ist total
Blöd. So. Und ihr seht, dieser Bereich ist grün. Warum ist dieser Bereich grün? Weil ich habe ja am Ende von meinem Short habe ich ja diese Sequenz drin. Ja, so. Und ihr seht, am Anfang sind die Augen dunkel. Wenn ich, jetzt habe ich sie weggeklickt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann seht ihr, hier sind sie auf 1. Und jetzt beobachtet mal diesen Bereich hier. Ich habe das animiert. Ja, das heißt, ich habe hier einmal drauf, ich habe die Augen angeklickt, ich habe die Emission auf 1 gestellt und habe dann hier einmal drauf geklickt. Das ist der Startpunkt. Dann lasse ich die Animation laufen. Oder ich gehe auf den letzten Punkt. Ich sage, ich möchte diese Helligkeit hier haben. Klick dann nochmal drauf. So, zweimal muss man klicken. Und wenn ich jetzt den Regler verschiebe, seht ihr, dass die Helligkeit zusammen mit der Helligkeit der Lampen, die da im Hintergrund sind, die auch gleichzeitig heller und dunkler werden. Aber auf die Art und Weise habe ich das so gemacht, dass das jetzt automatisch sich aufhält. Weil würde ich das nicht machen, ja, sagen wir mal, ups, bin ich jetzt hier, da, also 0,5, würde ich das nicht machen, würde sagen, ich will, dass die Augen gleich auf 0,5 sind, dann würden sie so leuchten. Ja, ein Spice-Affe von Dune. Hat auch was, aber sieht irgendwie bedrohlich aus. Ja? Deswegen habe ich gedacht, nein, ich möchte einfach gar nicht, dass man sieht, dass die Augen leuchten, sondern ich will einfach nur, dass sie hinterher einfach schön aussehen. Ja? Wir sehen auch hier, es glimmt leicht, wenn ich jetzt da reinzoome, aber es fällt kaum auf. Und das ist der Trick an der Sache. So übertrumpfe ich Cycles. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. So, das war's. Das war jetzt Punkt Nummer 5. Und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich darauf eingehen, dann weiß ich auch, welche Art von Videos ich machen soll. Ansonsten mache ich einfach aus dem Bauch raus auf das, was ich Bock habe und ist dann halt für mich. Und vielleicht auch zufällig gut für euch. Aber wenn ihr mir sagt, was ihr sehen wollt, dann kann ich da genau drauf eingehen. So, so viel dazu. Und ich habe ja euch vorhin einen Sneak Peek gezeigt und da gehe ich jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz drauf ein. Und wie ihr seht, habe ich mir ein Raumschiffchen gebaut und wir machen eine Animation. Wir bauen uns dieses Ding, also Hard Surface Modeling wird ein Thema, eine Animation für die Luke wird ein Thema. Der kleine Dude da unten ist übrigens 1,80 Meter groß und wir machen diese Schwebeanimation. Ich hoffe, es wird gut. Und das ist aber nur der Anfang von der ganzen Geschichte. Das Ganze soll ja noch viel weiter gehen. Und zwar schwebt mir vor, eine Story zu machen, in der unter anderem auch sowas vorkommt. Also, total mein Ding. Ich weiß nicht, wie weit ich das in die Tiefe, also wie weit ich da in die Tiefe gehe und was davon ich alles umsetzen werde, aber ich habe echt wahnsinnig Bock drauf. Und das waren jetzt was ihr bis jetzt gesehen habt, das waren wirklich nur so ganz kleine Modellversuche, wo ich verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und das würde ich aber mit euch gerne ein bisschen ausgereifter, ausgefeilter machen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Nicht zu weit, aber einfach mal so weit, dass ihr ein paar neue Sachen dazulernen könnt. Ja, also seid gespannt. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das kommt, weil es ist wirklich sehr umfangreich und ich möchte gerne ein bisschen Vorarbeit leisten, damit ich da nicht so ins Schleudern komme während der Aufnahme, weil das hat mir jetzt bei Susi zum Beispiel nicht so gut gefallen. Das ist eine Sache, die ich anders machen möchte. Insofern, Geduld zahlt sich aus, aber es wird cool. Bis dahin, Freunde, macht's gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute und ihr wisst schon.